Der Altmühlsee bei Gunzenhausen. Wo sonst Badegäste die fränkische Landschaft genießen, ist ein ganz spezielles Projekt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu Hause. Inzwischen befahren 2 historische Boote regelmäßig den See, um die Schifffahrt zur Zeit des Römischen Reichs zu erforschen. Wir sind an diesem Wochenende am Altmühlsee, um erstens die Rudermannschaften für die Donaufahrt, die ansteht, zu trainieren und zweitens, um die Boote gegeneinander zu testen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit. Die größte Herausforderung an unseren Tests ist immer, flexibel reagieren zu können auf die Umstände, denen wir hier begegnen. Der eine Umstand, den wir nicht ganz kalkulieren können, ist, wie die Bedingungen sind des Wetters, der Regen, der Wind. Der zweite Umstand ist, dass die Boote eine ganz besondere Bauart haben. Sie haben keinen Kiel im modernen Sinne. Sie sind dadurch sehr windanfällig. Die beiden Römerboote wurden innerhalb der letzten Jahre vom Institut für Alte Geschichte an der FAU gebaut. Vorbild waren historische Funde aus der Antike. Die Danovina Alacris ist die Rekonstruktion eines im 4. Jahrhundert nach Christus gebauten flachen Ruderboots. Ihr Schwesterschiff, die Frideriziana Alexandrina Navis, kurz FAN, ist der Nachbau eines Patrouillen- und Geleitzug-Boots aus der Zeit um 100 nach Christus. Ziel der Testfahrten auf dem Altmühlsee ist es, verschiedene Ruder- und Segelkonfigurationen unter realen Bedingungen zu testen. So wird das Wissen, welches aus Ausgrabungen und Funden belegt ist, durch die Praxis überprüft und erweitert. Wir haben ja Römerboote hergestellt, soweit wir es konnten, nach historischem Vorbild, nach Funden. Da ist also überaus positiv zu bemerken, die Funde waren sehr reichhaltig, aber wir haben alles nur bis zum Dollbord, also bis zum Rand des Bootes, rekonstruieren können nach den Befunden und Funden, die wir hatten. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht erhalten. Und das heißt, das müssen wir testen hinsichtlich ihrer Konfiguration, inwiefern es eben passt. Das erste ist das Hauptantriebsmittel, sind die Riemen, die Paddel. Wir wissen nicht, wie lang die waren. Wir wissen im Grunde genommen auch nicht, wie sie aussahen an dem Boot, sondern wir müssen sie aus dem Zeitkontext oder zeitgenössischen anderen Quellen, anderen Funden her rekonstruieren. Das heißt mit anderen Worten, wir testen jetzt verschiedene Ruderlängen und eruieren, finden heraus, welches die optimale Ruderlänge ist, um sie bei diesem Boot eben einzusetzen. Neben den Ruderlängen werden auch verschiedene Segeltypen als Antrieb für die beiden Boote getestet. Denn gerade aus der Binnenseeschifffahrt ist ein Großteil der Überlieferungen aus der Antike verloren. Wir haben bislang immer 2 Segeltypen gehabt, die am häufigsten auch in der Antike überliefert sind. Eine ist das Rahsegel, das also von Steuerbord nach Backbord, also über beide Bootsränder hinausragt. Und dann das Sprietsegel, das von dem Mast aus entlang des Kiels nach hinten reicht. Also wir haben den dritten Segeltyp, der am seltensten erhalten ist, auch rekonstruiert. Das ist das sogenannte Lateinersegel. Und wir haben auch den antiken Segelstoff für alle Segeltypen hergestellt. Also wir haben im Grunde genommen 6 verschiedene Segel. Das ist nicht ganz unkompliziert, zumal es keine empirischen Werte dafür gibt. Lateinersegel ist noch nie probiert worden, auch das Sprietsegel ist nie probiert worden. Um herauszufinden, welcher von diesen Segeltypen am optimalsten an diese unterschiedlich gebauten Boote passt oder mit denen man am besten dann umgehen kann. Und zwar insbesondere für die Momente, bei denen man gezwungen ist, hart am Wind zu segeln. Heute zum Beispiel hat man sehr gut sehen können, dass wir bei dem starken Wind, der Wind hat gegen uns geweht, wir kaum Chancen hatten, aus dem Hafen herauszukommen, weil das Boot relativ windanfällig und instabil im Wasser liegt und wir so nur schwer aus dem Hafen rauskommen konnten. Die Historie des Römischen Reichs hält also noch viele Fragen für Forschende bereit. Projekte wie der Bau der Römerboote der Friedrich-Alexander-Universität helfen dabei, diesen Teil der Geschichte besser zu verstehen.